Da bin ich wieder. Heute geht es um einen Ort, ja, beziehungsweise eigentlich um 3 Orte, wo ich schon echt oft dran vorbeigelaufen bin, aber man sich nie großartig Gedanken gemacht hat, was diese Orte eigentlich zu bedeuten haben. Ich meine, das kennt man ja. Man läuft irgendwie jeden Tag dran vorbei und macht sich gar nicht großartig Gedanken. Man sieht das Ganze als komplett selbstverständlich an, dass diese Gebäude oder Orte da sind. Und dann habe ich mich mal irgendwann gefragt, was wohl früher an diesen Orten so los war. Also nicht nur von wegen, wann wurde das gebaut oder errichtet, sondern was war hier früher los? Und durfte hier jeder rein? Und ich sag mal, da fahren wir jetzt hin und schauen uns das mal Ganze genauer an. Also, los geht's nach dem Intro. Turn it up, don't turn it off. Turn me round, put me in my place. From there, I can see it all. So beautiful. The world is turning fast. Got too many plans. But your eyes found mine, and I said, there's a record spinning in my mind. With scratches on my B-side. You're a record spinning in my mind. And drop the needle down and dance me to the other side. And from there we can fly into the 80s, Brooklyn to LA. Our hands in the air, our hands in the air. So, jetzt sind wir in Olmütz angekommen, einer der 3 Orte, die wir heute ansteuern. Wir starten beim Schloss. Und wenn man hier in Oldenburg wohnt, geht man oft an solchen Orten vorbei, also am Schloss oder an der Kirche zum Beispiel, ohne großartig darüber nachzudenken, weil es irgendwie dazugehört. Es gehört zum Alltag, zum Stadtbild und man läuft einfach dran vorbei. Aber wenn man sich mal kurz Zeit nimmt und sich fragt, was hier eigentlich ist, dann wird es plötzlich interessant. Und genau da fängt es an, denn das war hier früher gar kein Schloss, das war früher eine Burg, so richtig mit Burggraben und einer Brücke. Und das war so im 12. Jahrhundert. Denn erst im 16. und 17. Jahrhundert wurde Schritt für Schritt ein Schloss daraus, so wie wir es hier heute eigentlich so stehen sehen. Genau hier wurde damals entschieden, was in Olmütz so Umgebung passierte. Wenn hier oben jemand gesagt hat, das machen wir jetzt, dann wurde das auch so entschieden. Und da vergisst man eigentlich schnell, denn das war hier gar kein Wohnhaus, das war ein komplexes System. Hier haben nicht nur Leute gewohnt, hier haben viele Menschen gearbeitet, Bedienstete, Wachen, Leute, die gekocht haben oder organisiert haben. Ich habe früher mal gedacht, die Bediensteten wohnen irgendwo extra. Und tatsächlich war das eigentlich auch oft so. Viele von ihnen hatten ihre Schlafräume oben unterm Dach, kleine Kammern, einfach gehalten. Aber das galt nicht für alle. Je nachdem, was sie gerade gemacht haben, war manchmal auch direkt in der Nähe der Arbeit untergebracht. Also in der Küche, also in Nebenräumen oder in anderen Bereichen des Gebäudes. Und die Herrschaften hatten die großen Räume für sich. Und dann gab es auch noch Räume, die gar nicht fürs Wohnen gedacht waren. Also sprich der große Saal, Empfangsräume. Und hier ging
ging es ja also nicht nur um Alltag, hier ging es darum, eigentlich Eindruck zu machen. Der bekannteste, der hier gelebt hat, war Graf Anton Günther. Er hat so im 17. Jahrhundert regiert und Oldenburg dadurch durch eine schwere Zeit gebracht, zum Beispiel durch den Dreißigjährigen Krieg. Während große Teile Europas zerstört waren oder wurden, ist hier vergleichsweise wenig passiert und Oldenburg war eigentlich neutral gehalten. Und das war alles andere als selbstverständlich, denn Graf Anton Günther hat geschickt behandelt. Er hat Geschenke gemacht, unter anderem die berühmten Oldenburger Pferde, und dadurch sind viele Truppen einfach um Oldenburg vorbeigezogen und die Stadt blieb dadurch verschont. Und das Schloss, so wie wir es heute sehen, ist euch nicht auf einmal so entstanden. Es wurde immer wieder umgebaut, erweitert, verändert. Gerade im 19. Jahrhundert gab es viele Anpassungen. Und genau deshalb ist es heute eine Mischung aus verschiedenen Epochen. Und wenn man sich das alles so vorstellt, mit den Wachen, mit den Menschen, mit den Bewegungen, das wirkt hier alles plötzlich nicht mehr so ruhig, wie es heute ist, sondern hier muss wirklich richtig Leben gewesen sein. Und wenn man das alles zusammennimmt, merkt man ziemlich schnell, hier durfte nicht jeder rein. Und genau das ist das Motto dieses Videos hier auch. Hier darf nicht jeder rein. Und das war hier kein Ort für alle, sondern ein Ort für bestimmte Menschen. Und wenn man sich das so bewusst macht und ein paar Meter weiter geht, dann kommt man an einen Ort, der komplex anders wirkt, aber eigentlich dazugehört. Und da sind wir auch schon. Hier im Schlossgarten. Und das wirkt einmal komplett anders. Eben noch Schloss, Macht, Entscheidungen und jetzt auf einmal Ruhe, Bäume, Wasser, Natur. Zumindest wirkt es so. Denn auch an diesem Ort hieß es früher, hier durfte nicht jeder rein. Denn das hier war nicht nur einfach ein Park, und das vergisst man heute ziemlich schnell. Wenn hier früher jemand spazieren gegangen ist, dann waren das nicht einfach nur irgendwelche Leute oder Menschen. Das hier gehörte direkt zum Schloss, zu den Menschen, die dort gelebt haben, zu Gästen, zu wichtigem Personal. Und teilweise durfte man hier früher noch nicht mal einfach so reinlaufen, so wie heute, sondern man musste auch die passende Kleidung anhaben. Also das spielte echt wirklich eine große Rolle. Und was auch interessant ist, dieser Garten wirkt zwar total natürlich mit ihren Wegen und Gängen, aber eigentlich ist hier fast alles geplant. Die Wege, die Sichtachsen, die Bäume. Das wurde absichtlich so angelegt, dass es so ruhig wirkt. Fast perfekt ruhig. Und wenn man hier heute so lang läuft, merkt man oft gar nicht mehr, wie alt dieser Ort eigentlich ist. Denn der Schlossgarten wurde Anfang des 19. Jahrhunderts angelegt. Und vieles davon ist bis heute erhalten. Sogar manche Gebäude, zum Beispiel das Hofgärtnerhaus oder der kleine Teepavillon. Also selbst mitten im Garten wurde gearbeitet, geplant, organisiert und gepflegt. Denn so ein Garten war damals nicht nur einfach nur Natur, das war ein Statussymbol. Und hier wurde nicht nur einfach spazieren gegangen, hier wurden Gespräche geführt. Vielleicht auch Dinge besprochen, die man drin im Schloss nicht so sagen wollte. Denn hier draußen war alles ruhiger, persönlicher. Und genau das fand ich irgendwie interessant. Wenn man heute hier lang läuft, denkt man erstmal, ja, ein schöner Park, sieht toll aus, schön angelegt. Aber wenn man überlegt, was hier so früher unterwegs war, dann wirkt das plötzlich doch irgendwie komplett anders. Ja, das war der Schlossgarten. Und dann haben wir hier noch einen Ort. Da gehen viele Menschen komplett dran vorbei. Also sprich, wird komplett übersehen. Und hier ist der Ort. Die Schlosswache. Heute ist in diesem Gebäude eine Bank, also sprich eigentlich nur ein Geldautomaten. Die Menschen gehen rein, holen Geld und laufen weiter. Und genau deshalb übersieht man diesen Ort wahrscheinlich auch sehr schnell. Man denkt einfach nicht drüber nach. Dabei war dieser Ort früher ziemlich wichtig. Genau hier wurde kontrolliert, wer überhaupt rein durfte.
Also wenn man es genau nimmt, wurde hier entschieden, Motto des Videos, hier durfte nicht jeder rein. Und genau deshalb passt dieser Ort eigentlich perfekt zu den anderen beiden. Denn das hier war im Prinzip die Grenze. Ab hier begann eine andere Welt. Draußen die Stadt, der Alltag, arbeitende Menschen und drin Macht, Einfluss und Entscheidungen. Und jetzt stellt euch mal vor, hier standen früher Wachleute, Tag und Nacht. Die haben geguckt, wer kommt und wer darf rein. Und wer muss draußen bleiben. Denn nicht jeder, der hier angekommen ist, kam automatisch weiter. Und wahrscheinlich konnte man schon damals am Auftreten erkennen, ob jemand wichtig war oder eben halt nicht. Und eigentlich verrückt, wenn man darüber nachdenkt. Heute holt man hier Geld. Früher wurde hier kontrolliert, wer Zugang hatte zur Macht. Und wenn man jetzt alles zusammennimmt, dann passt plötzlich alles zusammen. Im Schloss wurde entschieden, im Garten wurde gelebt und hier wurde kontrolliert, wer überhaupt dahin darf. Und genau das ist auch eigentlich das Spannende. Man läuft jeden Tag an solchen Orten vorbei und denkt sich erstmal nichts dabei. Weil man sie kennt, weil sie einfach dazugehören. Aber wenn man einmal versteht, was dahinter steckt, was an diesem Ort passiert ist, was hier früher los war, dann sieht man alles mit ganz anderen Augen. Und am Ende merkt man, das sind 3 Orte, bei denen man eigentlich sagen kann, hier durfte nicht jeder rein. Und genau das wird einem erst richtig bewusst, wenn man alle 3 Orte mal zusammen betrachtet. So, das waren heute 3 Orte, die irgendwie zusammenhingen. Einmal das Schloss, der Schlossgarten und die Schlosswache. Und das sind eigentlich so 3 Orte gewesen, wo man eigentlich immer dran vorbeiläuft und sich eigentlich keine großartigen Gedanken drum macht, was ja eigentlich mal früher war. Ich finde sowas eigentlich ganz interessant und spannend. Und wenn euch sowas gefällt an Videos, würde ich mich freuen, wenn ihr einfach das nächste Mal wieder einschaltet, vielleicht ein Abo noch da lässt und einen Kommentar schreibt und einen Daumen nach oben wäre auch ganz toll. Also daher gesehen, ich würde mal sagen, das war's und wir sehen uns beim nächsten Video wieder und ich sage Tschüss, bis demnächst.